Hallo, mein Name ist Ramin Bieder. Ich bin Vertriebsingenieur bei der Firma Hauber Elektronik. In diesem Video möchte ich Ihnen die Schwingungsüberwachung Typenreihe HE100 technisch im Detail erklären. Grundlegend geht es bei der Schwingungsüberwachung um die Früherkennung von Maschinenschäden. Durch den Einsatz eines geeigneten Sensors kann beispielsweise die Entstehung einer Unwucht oder eines Lagerschadens erkannt werden und somit frühzeitig gehandelt werden. Dies spart enorm Kosten und verhindert Maschinen- sowie Personenschäden. Eine detaillierte Beschreibung zum Thema Schwingungsmesstechnik finden Sie in folgendem Video. Die Industrienorm DIN ISO 2954 beschreibt die Funktionsweise einer Schwingungsüberwachung. Dies stellt die Basis für die Messung dar. Zum anderen gibt es Normen wie die DIN ISO 10816 bzw. 20816. Diese bieten dem Betreiber einer Anlage Unterstützung an, indem sie Bewertungskriterien und Kennwerte deklarieren. Hierbei spielen die Kilowattleistung, die Aufstellungsart der Unterbaugruppe sowie die Achshöhe der Anlage eine entscheidende Rolle. Die Schwingungsüberwachung HE100 besteht aus mehreren Komponenten, die ineinander greifen. Am Messkopf des Sensors sitzt der Beschleunigungsaufnehmer mit MEMS-Technologie. Das hier aufgenommene Signal wird zunächst durch den Hoch- und Tiefpassfilter bzw. durch den Bandpassfilter gefiltert. Das ermöglicht die Betrachtung des relevanten Frequenzbereiches. Da die DIN ISO 10816 als Messwert Millimeter pro Sekunde angibt, wird die aufgenommene Beschleunigung durch den Integrator im Sensor in Geschwindigkeit umgewandelt. Der Schwinggeschwindigkeitswert wird darauf folgend normgerecht durch den True-RMS-Konverter in einen echten Effektivwert umgewandelt und durch eine 4 bis 20 mA Stromschnittstelle ausgegeben. Durch diese Stromschnittstelle kann das Signal nun an einer übergeordneten Steuerung bewertet bzw. dargestellt werden. Die Sensorgruppe des HE100 besteht aus 4 äußerlich baugleichen Varianten. Der HE100 gibt als Messgröße Millimeter pro Sekunde an. Dieser Sensor ist perfekt für die Anwendung der DIN ISO 10816 geeignet. Er kommt überwiegend in der Ventilatoren- und Pumpenindustrie zum Einsatz und schützt dort Personen und Maschinen. Der HE101 misst zusätzlich zur Schwinggeschwindigkeit am Messkopf die Temperatur in Grad Celsius und verfügt daher über einen zusätzlichen 4 bis 20 mA Stromsignalausgang. Der Dualsensor ist äußerst praktisch und wird ebenfalls häufig in der Ventilatoren- und Pumpenindustrie sowie in der Mühlenindustrie eingesetzt. Der HE102 gibt als Messgröße die Schwingbeschleunigung in GRMS aus. Dies ist gerade in den Bereichen, in denen eine gewollte Schwingung vorhanden ist, wie beispielsweise bei Rüttelrinnen, sehr sinnvoll. Hier werden nicht nur zu hohe, sondern auch zu niedrige Schwingungen erfasst. Der Sensor kann also sowohl zum Schutz als auch zur Regelung der Gesamtanlage eingesetzt werden. Der HE103 wurde speziell für die Kühlturmindustrie entwickelt. Der Sensor verfügt über eine erweiterte Mittelungszeit von 60 Sekunden. Dies macht ihn gegenüber Umwelteinflüssen wie einem starken Windstoß unempfindlich. Die Sensorfamilie HE100 verfügt über die wichtigsten Zulassungen, um den Einsatz in der Industrie weltweit zu ermöglichen. Hierzu zählen CE, EAC, UL wie auch IEC. Alle Produkte der Sensorfamilie sind zusätzlich auch als explosionsgeschützte Varianten verfügbar. In diesem Bereich verfügen unsere Sensoren über die Zulassungen ATEX, IECX und EACX. Ein Sensor mit Explosionsschutz wird in Bereichen von leicht entzündlichen Dämpfen und Gasen eingesetzt. Alle unsere Sensoren verfügen über eine Reihe von Zubehörteilen. In unserem Produktportfolio finden Sie die passenden Kabel, Montageadapter, Klemmenkästen, Schutzschläuche für unsere Kabel und Gummischutzhüllen für die Sensoren. Falls Sie noch Fragen zu unseren Produkten oder zu unserem Unternehmen haben, besuchen Sie uns gerne online auf www.hauber-elektronik.de oder sprechen Sie direkt einen unserer Vertriebsmitarbeiter an. Vielen Dank.